Hier stehen Fußbäder. Ich weiß, Fußbäder ist bei allen ein Streitthema. Manche sind gnadenlose Befürworter, manche sind vehemente Gegner. Ich muss mich jetzt outen, ich mache Fußbad. Warum? Weil ich einfach das Arbeiten mit dem Skalpell einfacher finde mit Fußbad. Also nachdem dass die Füße im Wasser waren. Und das Zweite ist, die Füße stinken nachher auch nicht mehr so. Weil wenn ich jetzt einen Patienten habe, der was von einem langen Arbeitstag kommt und packt vor mir seine qualmenden Füße aus und ja, da stecke ich die lieber ins Fußbad, weil dann ist der Fußgeruch fort und ich kann es dann besser behandeln. Für diejenigen, die jetzt das sagen, ja, aber man kann dann die Haut nicht beurteilen. Leute, die Haut, die Anamnese, die wird beurteilt, bevor ihr das Fußbad macht, nicht hinterher. Also diese Aussage ist etwas, was ich nicht ganz nachvollziehen kann für diejenigen, die was jetzt Gegner sind. Wenn jemand jetzt wegen der Hygiene Probleme hat und sagt, das ist mir nicht hygienisch genug, dann könnt ihr auch Wannen aus Metall nehmen, also aus Edelstahl, oder es gibt Fußbadewannenbeutelchen. Und die macht man rein, das Wasser rein und dann ist das Ganze auch sauber. Die Wanne wird jedes Mal mit Flächendesinfektionsmittel ausgewischt und ich finde, also auch meine Patienten finden, es hat auch einen gewissen, ja, so einen Wellness-Faktor. Ja, ich weiß, wir sind Podologen, wir sind Fußtherapeuten, wir therapieren den Fuß, aber es heißt nicht, wenn ich einen Fuß therapiert, dass sich der Patient nicht dabei wohlfühlen darf. Finde ich jetzt. Also ich bin Befürworter des Fußbads. Ich habe mich jetzt geoutet. Wie lange soll ein Fußbad gemacht werden? Nein, keine 10 Minuten, keine halbe Stunde, so viel Zeit haben wir nicht. Wenn es schnell gehen muss, dann ist bei mir der Patient vielleicht 2-3 Minuten mal im Fußbad drin und wenn es normal läuft, so 5-6 Minuten. Also recht viel länger mache ich das Fußbad nicht und in dieser Zeit kann oder ja, quillt die Haut nicht so sehr auf, dass sie weiß ist wie Schwimmflossen. Also das habe ich jetzt da noch nicht gesehen, es sei denn bei Schweißfüßen. Da muss man ein kurzes Fußbad machen, weil die von vornherein schon viel Flüssigkeitsproduktion haben. Das Thema Hausbesuch. Wir machen sie alle super gerne und natürlich brauchen wir Material, was wir am Hausbesuch oder beim Hausbesuch brauchen, verwenden, mitnehmen müssen. Was muss das an Anforderungen haben? Es darf nicht zu schwer sein, es muss mobil sein, es muss alles drin sein, was ich für die Behandlung brauche. Es gibt verschiedenste Systeme, es gibt Koffer, Rucksäcke gibt es, solche Art von Koffer gibt es und dann so ganze Trolley-Geschichten. Die Koffer kann man auch auf einen extra Trolley drauf machen. Dann einen Dreibeinhocker habe ich auch, ist sehr praktisch. Und vor allem ist der praktisch, weil man den in der Höhe verstellen kann. Denn unsere Patienten zu Hause sitzen nicht auf so einem tollen Behandlungsstuhl, so weit in der Höhe, sondern die haben entweder ein Sofa oder so einen schönen Couchsessel oder den Küchenstuhl. Und da ist es praktisch, wenn unser Stuhl ein bisschen höhenverstellbar ist, dass wir ein bisschen runterkommen, weil sonst hänge ich nämlich da unten und arbeite da unten beim Patienten und das ist für unseren Rücken ja auch nicht das Beste. Eine Fußstütze soll natürlich auch sein, denn der Patient muss ja seinen Fuß auch irgendwo drauf machen. Die Füße bei uns auf dem Schoß drauf machen würde ich euch nicht empfehlen, weil irgendwann wird der Patientenfuß ziemlich schwer. Ja, und dann tut es weh am Knie. Also von dem her ist es nicht so prickelnd. Ja, hier die Koffer sind meistens bestückt. Aha. Und zwar sind die bestückt mit einem Gerät, je nach Hersteller passt halt das Gerät vom Hersteller in den Koffer vom Hersteller rein. Ist so, ist weiter nicht schlimm, man muss halt das komplette System dann von einem Hersteller verwenden, denn die sind untereinander nicht kompatibel. Was ist noch alles drinnen in einem Hausbesuchkoffer? Natürlich die Lupenleuchte, die kleine. Muss drinnen sein, weil bei den Patienten zu Hause ist oft sehr wenig Beleuchtung bis schummeriges Licht oder gar keine Beleuchtung, weil Strom sparen wollen. Also Lupenleuchte ist zwingend erforderlich. Am besten eine, die was integriert ist, weil dann braucht man nämlich nur einen Stromanschluss. Dann das Gerät ist drinnen. Was dann oft noch drin ist, sind hier solche Behälter, was hier reinpassen, wo ihr dann die ganzen Sachen reinmachen könnt.
damit dass ihr das gebrauchte Material und die gebrauchten Instrumente wieder mit nach Hause nehmen könnt zum Aufbereiten. Dann kann man hier natürlich auch die ganzen Sachen reinmachen, die man benötigt, von Tupfer, von Cremen, von Skalpellklingen. Was nehmen wir noch alles mit? Pflaster nehmen wir mit. Dann nehmen wir noch mit, Cremen habe ich schon gesagt. Instrumente natürlich, die brauchen wir auch, sonst können wir keine Behandlung machen. Wir machen ja die Hausbesuche alles ja super gerne und wenn jetzt jemand im 4. Stock wohnt ohne Aufzug, kommt man leider mit so einem tollen Wägelchen nicht dahin. Das heißt, ich muss mir überlegen, welche Patienten habe ich, wo wohnen die, sind die im 1., 5. oder 10. Stock ohne Aufzug, aber ich hoffe, das gibt es nicht mehr, 10 Stock ohne Aufzug. Und was wähle ich dann? Wähle ich einen Trolley, den was ich über die Treppen hochziehen kann, oder nehme ich einen Rucksack und wie viele Taschen habe ich noch dabei? Denn ich muss ja meinen schönen Hocker, ich muss die Fußstütze mitnehmen, ich muss den Koffer mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das mit Terminplan oder Computer, ob ihr das mitnehmen wollt, müsst oder ob ich das alles übers Handy habe, mobil. Das muss ich alles gucken, wie viele Taschen habe ich dann im Endeffekt dabei und wo ist meine Verkaufsware. Denn der Patient, der zu Hause behandelt wird, möchte vielleicht auch eine Creme kaufen. Ich habe das Ganze jetzt so geregelt, ich habe einen Rucksack, praktisch, den kann ich mal umhängen. Dann habe ich noch eine Tasche dabei mit Fußstütze und mit meinem Dreibeinhocker. Und mittlerweile habe ich für Terminplanung mein Handy, das heißt, es ist in der Hosentasche und meine Verkaufsware habe ich im Auto liegen. Denkt aber bitte daran, wenn es zu heiß ist oder zu kalt ist, dass ihr die Verkaufsware auch wieder mal rausräumt oder nicht so viel mitnehmt, dass das wochenlang im Auto rumfliegt. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber wir sind jetzt mit Hausbesuch fertig. Jetzt haben wir das Ganze schön kompakt zusammengepackt und ihr seht, man braucht eigentlich nur 3 Sachen. Einmal die Sache für die Fußstütze und wo ihr euren Poppes drauf platziert. Dann haben wir hier noch eine Tasche, habe ich vorher euch unterschlagen. Und zwar ist es eine Tasche für das ganze Zubehör, was ihr mitnimmt. Also die kann man noch extra noch machen und da unten ist unser Fußpflegekoffer. Also mit dem Ganzen hat man eigentlich schon die mobile Fußpflege ja, top ausgestattet. Und mit dem Trolley ist man auch mobil und man kann damit gleich zum Arbeiten. Tschüssi!